3-2 gewonnen, Freunde, gegen Atletico Madrid, das Stadtderby. Ja, so gehört sich das. Allerdings ist es auch eine Schande, was mit Valverde passiert ist. Und wer ist der beste Spieler in meinen Augen? Das möchte ich euch erzählen. Hallo Madrid, Freunde, mein Name ist Dennis, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, was für ein Spiel war das gestern? Was für ein Stadtderby. Und ja, die Nummer 1 in Madrid, ja, sind wir. Das ist ganz klar. Da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden und zu philosophieren, nur weil Atletico uns mal ein paar Mal geschlagen hat. Wen interessiert das? Gestern war einfach Winnie-Time. Aber im Endeffekt haben alle richtig schön gut funktioniert. Ja. Aber das Spiel wurde auch von einem Schiri gepfiffen, wo ich sagen muss, also wenn man ein Stadtderby, und wir wissen inzwischen, dass das Stadtderby fast mehr Action hat als das Classico. Ne? Also ist euch das mal aufgefallen? Früher nicht, aber die letzten Jahre waren die Spiele gegen Atletico, war mehr Action drin als gegen Barca. Ja. Und wenn man so ein Spiel pfeift, also beziehungsweise sollte man vielleicht mal einen Schiri nehmen, der das irgendwie im Griff hat. Und damit meine ich nicht die rote Karte gegen Valverde, sondern ich meine einfach, dass man bei einem Stadtderby, wenn es vor allen Dingen eines der größten Stadtderby überhaupt geht, dass man nicht jeden Pipifax pfeifen muss. Weil der hat ja alles gepfiffen. Bisschen berühren, pfeifen, dies und jenes. Und überhaupt war der Schiri gestern wirklich schlecht. Ja. Und ich rede, wie gesagt, man muss auch Tacheles reden. Der Elfmeter, der für Atletico nicht gegeben worden ist und so weiter. Und ja, und dann die rote Karte, darüber sprechen wir gleich nochmal. Da will ich mal ganz kurz was sagen, weil das war naja. Wir kommen erstmal zu dem Spiel und der Spielanalyse der Spieler. Ja, auf jeden Fall 3-2 gewonnen. Und Vini war natürlich wieder der Mann. Das können wir mal diesmal vorwegnehmen. 9,0. Er ist MVP geworden. Ja, ich finde das richtig toll. Mich freut das für ihn, dass er endlich wieder zurück ist, obwohl Mbappé auch am Start ist. Der ist natürlich noch nicht so 100% drin. Deswegen werden wir mal gucken. Aber Vini ist schon, ja, das kann so bleiben. Und bitte auch gegen den FC Bayern. Dennoch ein bisschen mit Mbappé, der meines Erachtens, wenn ich das so sehe, bisschen extrem weit weg ist von seiner alten, ja, bevor er, sag ich mal, ausgesetzt hat. Nicht, oh, das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss man wirklich so gestehen. Ja. So, wir fangen hinten an. Lunin, 6,7 wurde er hier bewertet. Ja, ja, ich sage immer, so kann man stehen lassen. Vielleicht hätte man auch eine 7 geben können, ja, aber es ist eben vor allen Dingen beim zweiten Tor von Atletico hat er ja auch keine Chance gehabt und so weiter und so fort. Das ist, ja, kann man so stehen lassen. Carvajal hat eine 6,7. Ich finde so und so, das ist, also die letzten Bewertungen hier von der Seite bei den letzten Spielen haben mir nicht so wirklich gefallen. Und ja, Rüdiger nicht gut. Ich nehme mal die 6er-Reihe. Komm mal, Garcia, Lunin, Rüdiger und Carvajal und Piet Hatscham waren unter 7. Ja. Ja, es sind unauffällig, war jetzt nicht so besonders bei, kann man vielleicht so stehen lassen. Ja, aber ja, Carvajal vielleicht auch hätte man auch eine 7 geben können, ja. Dann kommt das Mittelfeld, Valverde 7,7, Tchouaméni oder Tchouaméni 7,6. Wieder so eine hohe Bewertung. Der Junge ist echt gut. Und gestern fand ich ihn gar nicht so auffällig, finde ich. Arda Güler 7,4. Ja, Arda Güler war gut bis sehr gut. Also der hat den Ball gut im Griff, hat den Ball abgenommen, gleich nach vorne. Hätte man oder würden manche Spieler ein bisschen mehr mitdenken, wäre es einfach perfekt, aber das Thema mit Arda Güler haben wir so oft und wird auch noch öfters kommen. Brahim Diaz 7,5, ja, Vini natürlich 9,0. Ja, also im Endeffekt und die Ersatzbank, ja, Arnold war tatsächlich gut, nachdem er reingekommen ist und die anderen braucht man nicht wirklich zählen. Jude Bellingham ist ja auch noch wieder reingekommen und Arda Güler musste wieder raus. Es ist
Insgesamt habe ich eine gute Mannschaftsleistung gesehen. Es waren einige Fehler diesmal am Start und manchmal ein bisschen zu einschlafend, aber sie finden zu sich. Das hat auch Hausen, glaube ich, gesagt, der mir auch immer besser gefällt. Er meint auch sich wahrscheinlich selber damit, weil er kommt so richtig im Fluss. Ein Glück, ich habe ja am Anfang schon gemerkt, aber es war auch wirklich schlimm, aber es war im Endeffekt ganz real schlimm. Die ersten, naja, wir wissen ja, so lange läuft's ja noch nicht so gut. Und im Endeffekt war es eine gute Mannschaftsleistung. Ja, die war schon da. Es war nicht ganz so perfekt, sage ich mal. Das muss man, nur weil wir 3 Tore gemacht haben oder weil wir gewonnen haben, heißt das nicht, dass es mal alles perfekt war. Also die Spiele davor waren ein bisschen perfekter, aber Atletico ist auch ein anderer Gegner. Und allgemein ist das Spiel ja auch ein bisschen dreckiger, wie soll man sagen, dreckiger. Ja, obwohl das Spiel gestern eigentlich wirklich... Ja, es war nicht wirklich so hart. Es war doch eigentlich gut. Es war ein geiles Spiel, konnte man gut ansehen. Und es war nicht so viel Blödsinn oder Klopperei oder irgendwelche Skandale. Außer, da kommen wir jetzt zu, die rote Karte und dieser Schiri, den ich ja schon am Anfang des Videos angesprochen habe. Ganz ehrlich, wurde er gekauft oder was ist das? Weil was für eine rote Karte, wo ist das Rot? Und das sage ich, ich habe mit vielen gesprochen, die nicht Real Madrid-Fan sind. Was ist das für ein Schiri? Was ist das für eine rote Karte? Warum, weshalb, wieso? Ja. Also ist ein Skandal. Eigentlich ist das ein Skandal oder gekauft, whatever. Und ich glaube, der Schiri wird, was uns angeht, bald ein Problem, glaube ich, haben. Und übrigens, dieser Schiri zeigt auch das an, wie schlecht die Schiris in Spanien sind. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also man hätte gelb geben können. Ja, es war eine normale gelbe Karte, aber doch nicht glattrot. Doch nicht glattrot. Du kannst mir doch nicht erzählen, das kann doch nur irgendwie gekauft worden sein. Es hat ja Atletico nichts gebracht. Ne? Wir haben trotzdem gewonnen. Aber das ist doch niemals rot. Das muss auch der Schiri muss bestraft werden. Wenn das rauskommt und wenn irgendwas ist, und da wird, ich glaube auch schon, ich habe heute noch nicht nachgeschaut, ich weiß nicht, ich würde an Reals Stelle dagegen angehen, weil ich weiß ja auch nicht, wird er jetzt für 2, 3 Spiele gesperrt? Ich meine, glattrot, wie viele Spiele sind das? Das ist nicht, also, das kann nicht sein, weil das war nicht ansatzweise, ich sag dir eins, manche Schiris würden noch nicht mal eine gelbe Karte geben und der geht glattrot, Alter, der muss einen gesoffen haben. Der war, wie gesagt, der Schiri war gestern eine reinste Katastrophe. Kleinlich gepfiffen, dann gibt er rot, Alter. Und also, naja, ihr könnt ja mal unterscheiden, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall haben wir 3-2 gewonnen in Stadtderby, so muss das sein. Aber diese rote Karte ist ein No-Go. Und das geht einfach gar nicht. Und das muss eigentlich nochmal nachkontrolliert werden, weil das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Aber die Schiris in Spanien und überhaupt die Leistung da manchmal sind so ein Witz. Muss man leider so gestehen. Aber egal, wir haben gewonnen. Barca hat leider auch gewonnen. Dementsprechend, ja, wir mussten auch gewinnen. Das war sehr wichtig. Ich gehe immer noch davon auf und habe natürlich die Hoffnung, dass wir Meister werden. Aber trotzdem wird es einfach schwer. Weil wenn man sieht, wie Barca eigentlich ihre Punkte da manchmal machen, naja, so ist das eben, ne? Gut, das war's denn und dann würde ich sagen, Hala Madrid, schreibt mal in die Kommentare und folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit der Kanal größer wird, das wird mir helfen und wir werden hier größer, so muss das sein. Also Freunde, bis zum nächsten Mal.